Hi, ich möchte euch in den nächsten beiden Videos die beiden üblichen Einbindeknoten zeigen. Auf der einen Seite den Achter und auf der anderen Seite unseren Booleanknoten. Das Wichtigste für euch ist, die beiden Knoten gelten als genau gleich sicher. Das zweite ist, die Knoten sind auch nicht unterschiedlich schwer. Während der Acht in seiner Anfangsstruktur ein bisschen leichter ist er dafür zum Zurückfädeln viel schwerer. Der Boolean mag am Anfang einen Kniff brauchen, den ich dann euch hoffe zeigen zu können. Dann ist er dann dafür beim Zurückfädeln viel leichter. Schauen wir uns doch zuerst mal die Vorteile vom Achter an. Der Achter ist der Knoten, mit dem die meisten in einem Anfängerkurs Kontakt haben werden. Viele halten ihn für leichter. Der eigentliche Grund ist aber, dass der Knoten durch seine eindeutige Struktur von euch selber und vom Kursleiter am besten kontrolliert werden kann. Ein zweiter Vorteil, da kommt er dann in dem Bereich Alpinklettern zum Tragen, ist, dass der Achterknoten sich besser und dann auch nachhaltiger zuziehen lässt als der Booleanknoten. Bei den dünnen, glatten und gut gespannten Seilen ist nämlich sonst die Gefahr, dass der Boolean sich im Verlauf von so einer längeren Messerlängenroute tatsächlich lockern könnte. Und der dritte Vorteil ist, der Achter ist der einzige Einbindeknoten, der weltweit Standard ist. Und deswegen hat er im Wettkampfgeschehen die Priorität, weil da braucht es logischerweise eine Lehre oder einen Standard, der in allen Wettkampfregeln gleich eingehalten werden kann. Beim Boolean kommen wir zum Knoten, der sich ganz speziell fürs Sportklettern in meinen Augen fast am besten eignet. Sportklettern heißt für mich, dass ich an meiner Grenze trainiere, an meiner Grenze auspole und deswegen öfter mal ins Seil falle. Und da ist es sehr komfortabel, einen Knoten zu haben, der sich wirklich nach jeder Belastung, also auch mal mit 90 Kilo, mit dem weiteren Schutz auch wieder lösen lässt. Und das zweite für Sportklettern relevante ist, dass der Boolean lässt sich, wenn man ihn ein bisschen geübt hat, sehr kompakt mit dem Gurt verbinden. Und dadurch kann ich beim Ausbouldern zum Beispiel nochmal näher an die Expressen hin mit meinem Körper und habe dadurch beim Ausbouldern einen Detailvorteil, aber einen Vorteil. Ich hoffe, ich habe euch die beiden Knoten jetzt gut demonstrieren können. Wenn ihr jetzt zum Üben beginnt, ist für mich eine Sache ganz wichtig, dass ihr die von Anfang an in euer Tun reinbringt und auch automatisiert. Euch muss bewusst sein, dass der Knoten die wichtigste Verbindung in eurer Seilschaft ist. Und wenn da was schief läuft und wenn der Knoten nicht funktioniert, sind es leider oft tödliche Unfälle. Mit 2 Regeln könnt ihr diese Unfälle
auf ein Mindestmaß reduzieren. Das eine ist natürlich unser Partnercheck. Ihr macht vor jedem Einsteigen in eine Kletterroute einen vollständigen Partnercheck. Und das zweite ist, und das betrifft dann tatsächlich Experten, Kursleiter, Bergführer genauso wie den Anfänger, ihr dürft euch während dem Knotenmachen nicht unterbrechen lassen. Wenn ein Knoten unfertig ist, ist er wertlos. Und deswegen ist es tatsächlich entscheidend, dass ihr den Knoten macht und dann wieder irgendwas anderes und nicht multitasken.